Traurig ist das, aber es lässt sich einfach nicht ändern. Vor 2,5 Stunden kam dann die Guardia Civil auf uns zugeschossen. Was wir ja jetzt machen, ist eigentlich ein bisschen mutig. Wahl! Wahl! Da vorne! Und nu? Ja, nur das gleiche wie die ganze Zeit auch. Guten Morgen. Es ist ja kurz nach 7, halb 8. Wir sind jetzt auf dem Weg von Isola Capraia nach Festland Italien, also Höhe La Spezia. Immer noch kein Wind. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben und deswegen haben wir uns halt einfach entschieden, dass wir es motoren, weil wir wissen nicht, wann wir sonst zurückkommen und wir haben Termine, müssen einmal nach Deutschland. Christoph hat sich jetzt hingelegt, der ist um 3 Uhr aufgestanden, hat den Anker hoch und ist losgefahren und jetzt mache ich hier die nächste Wache. Wir haben, glaube ich, so circa 50 bis 60 Meilen. Vermutlich alles zu Motoren. Traurig ist das, aber es lässt sich einfach nicht ändern. Dafür haben wir einen schönen Sonnenaufgang. Hier sieht man. Ach. Ja, wir sind seit 3 unterwegs. Waren ja in Capraia unten, wollten eigentlich an die italienische Festlandsküste. Und irgendwann vor 2,5 Stunden kam dann die Guardia Civil auf uns zugeschossen mit ihrem schnellen, großen Motorboot. Hat uns angefunkt und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns in einer militärischen Sperrzone befinden und dass sie jetzt Schießübungen abhalten wollen und dass wir da etwas stören. Und wir möchten doch bitte unseren Kurs auf 270 Grad anpassen für 9 Meilen. Und also wir sind vorher so gefahren und 270 Grad ist sozusagen rechtwinklig dazu. Das heißt, und hier ist die Küste. Das heißt, wir haben uns jetzt praktisch von der Küste entfernen wir uns wieder. Und weil das ohnehin dann die Richtung Frankreich ist, wo wir ja eigentlich über Frankreich nach Barcelona müssen, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir das weiterfahren. Wir haben genug Wasser, wir haben alles, was wir brauchen, genug Diesel auch. Und ja, jetzt fahren wir erstmal so weit, wie es irgendwie geht. Wie lange werden wir wohl unterwegs sein? Was ist denn das? Ja, mindestens 12 Stunden. 12, 65, ja, kommt hin, so irgendwann mitten in der Nacht wären wir dann da. Kann sein, dass wir dann am Ende noch ein bisschen steiler gehen, dass wir noch mehr Richtung Barcelona gehen oder eben abfallen, je nachdem wie der Wind dann ist und dann früher an die Küste gehen. Das heißt, wir würden irgendwo bei Sanremo, Monaco jetzt rauskommen, nach dem Kurs, den wir jetzt gerade fahren, beziehungsweise jetzt habe ich nochmal nachkorrigiert, jetzt sind wir irgendwo in Ligurien. Müssen wir mal gucken. Wir fahren so ein bisschen nach dem Wind, dass wir noch ein bisschen Windunterstützung haben, dass wir nicht die ganze Zeit nur dieseln, sondern dass der Wind eben uns auch ein bisschen hilft. Ja. Jetzt haben wir aber Welle, du. Ja, ein bisschen mehr als vorher. Ne? Wir fahren auch anders dazu. Wir sind vorher im spitzen Winkel dazu gefahren, deswegen hat man es nicht so gemerkt. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob das so eine gute Idee ist, weil das waren jetzt, macht nur 0,3 Knoten aus. Können wir im Prinzip gleich wieder 20 Grad mehr fahren und die Segel wieder einholen. Ich habe die Segel jetzt ungefähr 4-mal raus und reisen geholt. Ich habe die bei der technischen Begutachtung gesehen und habe gedacht, die gehen noch einigermaßen, aber die sind so ausgelutscht. Du kannst mit denen nur fahren, wenn du Wind von hinten hast oder rechtwinklig zum Wind, aber wir haben ihn so schräg von vorne und das geht halt einfach nicht damit. Ja.
Kaum ist die Kamera da, ist die Welle weg, ne? Wie immer. Was wir ja jetzt machen, ist eigentlich ein bisschen mutig, weil wir haben seit 2 Tagen kein Netz mehr. Seit wir auf Elba weg sind, ist das Netz weg. Und wir haben da jetzt auch nur so die Wetterübersicht, so eine grobe Übersicht, weil hier ist ja auch von den Navigationsinstrumenten, Navtex und so weiter, ist ja alles ein bisschen, geht so. Aber der Wetterüberblick von vor 2 Tagen, so dolle ändert sich das nicht in der kurzen Zeit und das war eigentlich ganz okay. Und wir haben ja jetzt schätzungsweise, und müsste auch von der Vorhersage so 0,8 Meter Welle gewesen sein. Ne? Das kommt jetzt eigentlich auch hin. Und das ist ja, also, das ist halt, das wackelt halt, schaukelt ein bisschen. Es wackelt noch nicht mal, es schaukelt ein bisschen. Also, fühlt sich gut an. Also, wenn es jetzt schlimmer kommt, ist auch nicht so dolle. Schlimmer soll es eigentlich nicht werden. Also, eigentlich kann nicht viel passieren und wenn doch, können wir ja immer noch abdrehen wieder. Aber es nützt ja nichts. Da, wo wir hin wollten, dürfen wir nicht hin. Ich wollte nach La Spezia und ich darf schon wieder nicht nach Italien. Ich komme einfach nicht mehr segelnderweise nach Italien, außer Elba. Aber gut. Liter Diesel haben wir noch. Reicht's? Ja, also 100 Meilen bei 3 Litern. In der Stunde, bei 20 Stunden sind 60 Liter. Haben wir noch eine Reserve von 40. Das heißt aber, wir müssen dann auch tanken. Oder segeln. Ja, also vielleicht können wir ja auch noch segeln. Ja, wer weiß. Oder zumindest trägt uns der Wind noch ein bisschen schneller. Dann können wir die Maschine ein bisschen ruckeln. Ich wäre immer noch bereit für Delfine. Du? Ja, angeblich gibt es hier sogar Schildkröten und Wale. Also das mit den Walen halte ich jetzt für ein Gerücht. Also Pilotwale vielleicht, aber... Wie auch immer. Wir segeln. Wir haben jetzt seit über 24 Stunden die Maschine laufen gehabt, abgesehen von mal einer halben Stunde zwischendrin, bevor der Zoll dann kam und uns abgefangen hat. Dann mussten wir den Kurs verlassen und konnten dann auch nicht mehr segeln. Wir hatten jetzt die ganze Nacht durch relativ viel Welle. Das hat sich gestern Abend aufgebaut. Ihr seht noch die Ausläufer davon. Das haben wir von vorne gehabt. Das bremst natürlich immer ein bisschen und führt auch zu relativ starken Schiffsbewegungen, wobei sie trotzdem bei diesem Schiff hier deutlich angenehmer sind, als wir das bisher kannten.
Also die Stimmung ist gut, uns geht's gut, das ist alles gut gelaufen und wir sind glücklich, dass wir so ein gutes und sicheres Schiff haben. Hinter mir seht ihr jetzt gerade die Côte d'Azur. Monaco sieht man im Hintergrund, die Hochhäuser. Und wir segeln jetzt heute die Côte d'Azur ein Stück runter, so weit wie es eben geht. Wir müssen irgendwann nochmal Diesel nachbunkern, weil wir viel Treibstoff verbraucht haben und es die nächsten Tage wahrscheinlich weiter mit wenig oder keinem Wind weitergehen wird. Und außerdem müssen wir uns genau die Windverhältnisse angucken. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Rückenwind haben, so wie jetzt auch. Das nutzen wir natürlich. Und dann wird er aber am Golfe de Lion, das ist die große Bucht, wo Marseille drin liegt, wird er dann anfangen zu drehen auf gegen an. Und wir wollen das Zeitfenster natürlich gerne nutzen und so weit wie möglich kommen, bevor der Wind dreht und wir ihn wieder von vorne haben, weil das bremst natürlich. Und wir können natürlich dann auch nicht segeln. Also, jetzt geht es erstmal noch ein bisschen den Morgen und das Segel genießen weiter. Und dann werden wir uns in 1 oder 2 Stunden überlegen, wie wir weitermachen. Mal eine kleine Pause vom Motorengeräusch und vom Motorenbrummen. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, der Wind bleibt. Im Moment machen wir so etwa 3 Knoten, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber mit den Segeln ist einfach nicht mehr zu machen und so wie der Wind steht auch nicht. Und ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Siehst du den schwarzen Fleck? Da. Wal? Das ist kein Delfin. Da. Das ist kein Delfin. Das weiß ich. Das ist aber vielleicht eher ein Pilotwal oder sowas, oder? Pilotwale gehen größer raus. Cool. Wer hat's gesehen? Mädchen hat's gesehen. Wer hatte die Kamera drauf? Da, Das da. liest sogar. Magic Moments. In den Sonnenaufgang. Ja. Hattest du nicht Delfine bestellt? Ja, ich habe Delfine bestellt. Ich habe dir dann mal zum Sonnenaufgang Wale geliefert. Ja, Delfine wären mir lieber. Delfine sind lustiger. Dafür habe ich dir jetzt einen Wal bestellt. Ja. Da hinten, Da ganz noch hinten, einer, ganz ja, hinten. den hab ich auch gesehen. Krass. Ja, da war er wieder. Ja, zum Glück sind. Ja. Das ist ein richtiger Blas, ne? Guten Morgen. Mein zweiter Sonnenaufgang auf See. Es ist herrlich. Es ist spiegelglatt und eben hatten wir so eine Art Biskaya-Moment. Damals hatten wir ein ähnliches Wasser und ein ähnliches Licht. Es war nur Sonnenuntergang und anstatt Delfine waren das heute Wale. Ich habe da nur so schwarze Flecken gesehen und dachte so, was ist das jetzt? Und und dann sind die so ganz langsam
majestätisch vor sich hingeschwommen und dann kam mal ein Blas. Zuerst war es nur einer und dann war es ziemlich weit hinten noch ein zweiter. Das ist natürlich ganz klein auf dem Film. Die waren jetzt nicht gerade nah dran, aber ich bin ja auch schon froh, dass wir die nicht schlafend überrascht haben und überfahren haben. Auch sowas ist schon vorgekommen und wir kennen einen, der hat gesagt, er ist beinahe gesunken deswegen. Also insofern lieber weit weg, schwimmend, lebend und blasend als im Untergang. Wir haben jetzt circa 1/3 des Golfe du Lion. Das ist dieser gefährliche Golf hier im Mittelmeer, wo sich der Mistral entwickelt. Da war auch so ein bisschen unsere Sorge, jetzt zu dieser Zeit im Jahr gibt es häufiger Mistral und auch stärker. Und deswegen motoren wir jetzt hier auch durch, weil wir nicht in einen Mistral reinkommen wollten und auch vermeiden wollten, aufgrund eines Mistrals lange zu liegen und nicht weiterzukommen. Ja. Das Gegenteil von Mistral ist halt Ententeich. Wie man jetzt hier sieht, es ist nüchtern, also es ist nichts los. Aber nun gut, wir müssen in Barcelona ankommen und jetzt kommen wir halt ein bisschen früher an, anstatt später. Ist auch in Ordnung, aber wir sind trotz allem sehr zufrieden. Das Boot ist total entspannt. Egal welche Welle wir bis jetzt hatten und es war schon etwas höhere auch dabei. Ja, fährt wie auf Schiene, alles gut, lässt sich nicht beirren. Sogar ich kann unten mich unter Deck aufhalten. Das war bei der Arriva bei Wellengang nicht möglich für mich. Und ich habe auch bis jetzt noch nicht eine Tablette nehmen müssen gegen Schwindel. Auch das funktioniert wunderbar. Wir sind jetzt irgendwie den 3. Tag in Folge unterwegs und ja, keine Schwierigkeiten, keine Probleme, trotz Wellen, die mich bei der Arriva schon umgerissen hätten. Ist alles prima. Also bis jetzt mehr als hochzufrieden. Und Christoph schläft jetzt, der hat die Nacht durchgemacht, hat mich schlafen lassen. Das war auch ganz gut. Ich hatte Oropax im Ohr gegen das Motorgeräusch, weil mich das wahnsinnig macht. Und da konnte ich ganz gut jetzt schlafen, bin ausgeschlafen und jetzt darf er sich erstmal ausschlafen. Und dann schauen wir mal heute Mittag, wie es weiter aussieht. Es ist nichts zu sehen, kein Schiff, alles ruhig. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Unknown man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. Tag 3 von unserer langen Tour und wir werden morgen dann Barcelona erreichen, dort wo wir hinwollen. Wir haben jetzt also noch eine Nacht und einen Tag vor uns. Bisher sind wir 300 Seemeilen gereist, fast alles unter Maschine leider. Ich freue mich dann, wenn wir langsam im Hafen ankommen. Hier war ein Rotkehlchen, das ist ein paar Mal ums Boot herumgeflogen. Wir sind ja ungefähr 100 Kilometer vom Land entfernt, hat sich also verflogen, der Gute, und ist dann bei uns gelandet, hat sich ein bisschen ausgeruht, ist nach einer Weile aber schon wieder weitergeflogen. Ja, das war im Prinzip schon der Tag, und wenn man sich das Meer so hinter mir anguckt, es ist ja wirklich sehr, sehr ruhig.
So war das eben heute auch den ganzen Tag. Wenn man jetzt aufs Radar guckt, sieht man im Umkreis von 12 Meilen überhaupt nichts. Also kein Schiff in 20 Kilometer Entfernung um unser Boot herum. Und das ist also auch dann ein sehr, sehr ruhiger Tag, speziell wenn man mit der Maschine fährt. Ja, gerade den Golf von Lyon überquert heute Morgen, so mit dem ersten Licht. Haben wir wieder Land erreicht nach 36 Stunden ohne Handyempfang und ohne nichts und ohne nichts um uns herum. Ohne nichts um uns herum. Ohne nichts mit alles. Jetzt hatten wir gerade noch halben Wind gehabt und sind tatsächlich mit über 5 Knoten gesegelt, kurze Zeit. Ja, 10 Minuten. Ja, aber jetzt ist tatsächlich schon wieder vorbei. Genau. Ich habe vorhin nochmal den Wetterbericht gecheckt und die Entscheidung war richtig gewesen, es so zu machen, weil ab morgen ist der Wind relativ stark durchgehend von Italien, also der weht so quasi von Italien rüber gegen an der Küste entlang. Und danach dreht er direkt auf Mistral. Ja, ja. Also so raus aus dem Dings. Also wir waren jetzt, habe ich heute Morgen gesagt, wir waren jetzt 7 Tage am Stück in keiner Marina, nur vor Anker und das Ganze ohne Dingi. Wir haben kein Beiboot. Wir waren einmal auf Elba vor Elba mit Freunden, die sind dort in der Tauchbasis. Danke Markus und Melanie, die haben uns abgeholt mit dem Motorboot und dann war ich einkaufen und tütenweise die Sachen dann mit einem Boot voller Taucher wieder zurück zum das war lustig, ja. Zum Boot gefahren. Ja. Entschuldigung. Genau, mit einem Motorboot voller Taucher, 4 Einkaufstüten wieder zurück zum Boot gefahren. Aber ja, es hat funktioniert und Ja. also ich habe nichts vermisst. Nee. Nichts. Also mir hat das halt auch gezeigt, wir sind ja in Livorno aus dem Hafen raus, wir kannten das Boot überhaupt nicht und sind dann eigentlich mehr oder weniger in unser altes Vorankerleben zurückgekehrt, obwohl das Boot auch nur so halb dafür ausgerüstet ist. Ne? Also die Batteriebank ist ja relativ klein. Eines Morgens sind wir mit dem letzten Saft gerade noch den Motor gestartet. Der Anker ist deutlich zu klein, der hat auch einmal gar nicht so richtig halten wollen. Ja. Ja. Aber dafür war es halt gut, dass kein Wind war. Ja. Wir konnten schön ankern und das zeigt uns eben, wie sicher wir uns auch mit dem Boot gefühlt haben vom ersten Tag an, dass wir sowas gleich gemacht haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir jeden zweiten Tag in den Hafen gehen, erstmal, um uns mit dem Boot erstmal anzufreunden. Die Fahrt hat viel gezeigt, viel. Vor allem hat sie, was mich sehr glücklich macht, was bisher bei jedem neuen Boot bei mir der Fall war, dass ich Sachen gefunden habe, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, hast du nicht gesehen? Ist bei dem Boot jetzt mit Ausnahme der Segel, die ich ja halb schon wusste und halb auch einkalkuliert hatte, ist nichts Neues dazu gekommen. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass da noch Sachen dabei waren, wo ich mir sagen würde, das ist jetzt richtig schlecht. Im Gegenteil, ich habe jede Menge Sachen gefunden, die ich noch richtig toll fand. Vorne gibt es eine große Kiste mit Ersatzteilen, also Wasserpumpen und ein Ersatzpropellerrad fürs Bugstrahlruder und für den Motor Ersatzteile und also tolle Sachen auch dabei. Ne? Ich habe ja gesagt, das richtige Boot findet uns und wir finden das richtige Boot. Wir brauchen nur viel Geduld. Wir hatten viel Geduld. Wir haben uns viel angeschaut und ja, es ist das perfekte Boot. Jetzt müssen wir es uns nur noch hübsch machen
Das ist die einzige Herausforderung. Es fühlt sich so unfassbar sicher an. Ja. Also wirklich alles. Es gab keinen Moment dazwischen, wo ich gedacht habe, oh, weiß ich jetzt nicht, ist irgendwie doof, sondern es ist alles fühlt sich sicher an und das ist toll. Und ich habe nicht einmal eine Tablette nehmen müssen, Seekrankheit. Wir haben schon angefangen, die Sachen zu gucken, was wir an Bord haben. Das ist auch gut. Und jetzt geht es langsam ums Ausräumen, Herrichten, Putzen und Umziehen. Und es bleibt spannend, da wird noch viel passieren. Aus Arriba werden wir eine ganze Menge Sachen ausbauen und hier rüberholen. Also wartet schon noch viel Arbeit auf uns, aber kein Vergleich zu den Dingen, die wir auf den anderen Booten gesehen hatten. Und deswegen, also manchmal lohnt es sich schon auch wenn es weh tut, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um dann vielleicht doch was Vernünftiges zu haben, mit dem man dann auch segeln kann. Wenn dann mal die Segel passen. Ich wollte es gerade sagen. Okay. Ja. War schön, ne? So, ich glaube 1,16 Knoten. Also das ist schon keine Fahrt. So, und du? Ja, nur das gleiche wie die ganze Zeit auch. Jetzt nehmen wir aber direkt einen Kurs. Ja. Ach ja. Wir sind jetzt endlich in Barcelona und sind auch echt froh drüber, weil wir wollten die Boote ja nebeneinander haben, um dann einfacher umziehen zu können. Und ja, die Fahrt war toll. Das Einzige, was ich vermisst habe, wirklich schmerzlich vermisst habe, war das AIS, weil das habe ich tatsächlich nicht zum Laufen bekommen. Aber ich habe am Radar die MAPA-Liste entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht, die ja so ein AIS-ähnliche Funktionen hat mit Annäherung, wann die ist und wie die ist, und das hat schon mal ganz toll geholfen. Also das Radar ist gut. Ja, ich finde auch, das Radar war eine sehr gute Alternative zum AIS und hat uns sicher vorangebracht. Wie das dann jetzt weitergeht in Barcelona auch mit dem Umzug und was wir sonst noch so erleben, es wird auf jeden Fall sehr interessant die nächsten Wochen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, und schalte die Glocke ein, dann wirst du auch informiert, wenn die nächsten Videos rauskommen. Und gerne folge uns auch auf Instagram und Facebook, auch darüber freuen wir uns, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.